jetzt hier nach Datteln durchgefragt. Es geht schon wieder richtig gut los bei uns. Wir sind ja durch dieses kleine Dorf gelaufen und hier sind ja so ganz viele Dattelpalmen. Deswegen dachten wir fragen mal nach, ob man hier irgendwo Datteln kaufen kann. Sind dann bei so einem kleinen Gasthaus angekommen, wo uns dann direkt weitergeholfen wurde, weil da überall gigantische Säcke voll mit Datteln standen. Und wir haben dann uns direkt so eine Tüte füllen lassen oder die gefüllt bekommen, vielmehr, nachdem wir natürlich auch probieren durften. Haben dann 1,50 dafür zahlen wollen. Dann war die Besitzerin irgendwie so, nee, das ist viel zu viel und hat noch mal mehr getan. Also wir haben jetzt diesen gigantischen Sack frische Datteln und ich glaube, viel lokaler kann man eigentlich nicht einkaufen. Salam vom Anfang der Lut-Wüste, das soll für alle, die es nicht wissen, der heißeste Ort der Welt sein. Zum Glück sind wir im November hier, deswegen gehen die Temperaturen hoffentlich. Und für alle, die sich fragen, warum fahren die jetzt schon wieder in eine Wüste und zeigen uns das? Diese Wüste soll doch mal ganz anders aussehen als alle, die wir davor gesehen haben. Nämlich ziemlich flaches Land mit ein paar sehr spannenden Gesteinsformationen, die wir uns angucken wollen. Weil wir jetzt unser Visum um einen weiteren Monat verlängern konnten und gar nicht mehr so viel auf unserer Liste haben an Orten, die wir hier im Land sehen wollen, haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Stress. Wir konnten jetzt erstmal hier ein paar Tage in Ruhe entspannen, ein bisschen versteckt zwischen den Bäumen und Sandhügeln hier, haben nochmal das Internet genutzt, ein bisschen Videos bearbeitet, hochgeladen und so weiter. Fahren dann morgen früh in die Wüste, da gibt es kein Netz mehr und überhaupt gar nichts. Das wird dann richtig spannend. Jetzt geht es gleich für uns weiter Richtung Wüste. Wir haben hier nochmal in diesem Dörfchen Wasser aufgefüllt und finden, mit diesen Lehmhäuschen und den ganzen Dattelpalmen ist das sehr sehenswert. Hier sind jetzt nochmal ganz viele Palmen mit Datteln dran. Da sieht man mal ganz gut, wie das da dran wächst. Hier sieht man jetzt schon ganz gut, dass das hier echt nochmal ganz anders wüstenmäßig aussieht als in den anderen Wüsten. Also hier gibt es keine sandigen Dünen, sondern wirklich diese bezaubernden, außergewöhnlichen Felsformationen. Jetzt geht's Offroad, weiter in die Berge rein. Mal gucken, ob wir einen guten Stellplatz finden. Sieht aber nicht so schwierig aus. Nee. Als wir hier gestern angekommen sind, war das Wetter nicht mehr so schön. Deswegen haben wir erstmal noch nichts gefilmt, weil wir wollten euch hier diesen tollen Ort auch bei schönem Licht zeigen. Aber jetzt hat es heute auch bisher den ganzen Tag geregnet und es ist super wolkig. Aber wir zeigen euch das jetzt trotzdem mal. Das ist ja auch ein bisschen so die Realität, dass wir jetzt hier mal bei Regen und schlechterem Wetter in der Wüste stehen. Die Lut-Wüste gilt als der heißeste Ort der Welt. Hier wurden mal 73 Grad gemessen und wir dachten, wir sind sehr schlau, dass wir im November hier hinfahren, weil wir auch gelesen haben, dass Leute hier im Sommer 40 Grad mitten in der Nacht noch hatten. Dass es jetzt so bewölkt ist, haben wir natürlich nicht geplant. Wir dachten, wir haben uns auch ganz gut vorbereitet für ein paar Tage in der Wüste. Wir haben extra viel Feuerholz mitgebracht für Lagerfeuer, ganz viel Wasser aufgefüllt. Jetzt allerdings voll wolkig, das heißt, wir bekommen kaum Solarstrom, haben jetzt bald ein bisschen Stromprobleme. Und unser Gemüse ist auch fast alle, weil wir jetzt in dem letzten Dorf gar nichts mehr einkaufen konnten. Also falls jemand noch hier mit in die Wüste kommt, bringt uns bitte ein bisschen Gemüse mit. Die paar Minuten, wo es jetzt nicht schüttet, wollen wir mal nutzen und ein bisschen spazieren gehen. Und die Landschaft ist wirklich sehr beeindruckend. Man fühlt sich wieder voll, als wäre man auf einem anderen Planeten und so voll im Nirgendwo. Also man kann hier echt kilometerweit laufen und gucken und man sieht nur Erde und Hügel, sonst nichts und keine anderen Menschen. Okay, wir haben Glück. Es scheint jetzt doch noch die Sonne heute. Und jetzt sieht es auch ganz anders hier aus plötzlich.
Wir sind jetzt auch mal einen dieser Kaluten hochgestiegen und können ewig weit gucken. Also hier kann man, glaube ich, für Tage lang einfach durch die Wüste fahren und man sieht einfach niemanden, sondern nur diese krassen Berge. Es gibt, glaube ich, sogar so einen 500 Kilometer Rundweg. Hammer, man fühlt sich hier auf jeden Fall total frei. Und das Krasse an diesem Ort ist, dass es auch total leise ist, weil hier ist halt kein Verkehr, keine Menschen, keine Stadt, keine Industrie, nichts. Also im Kontrast zu den iranischen Städten und allem, was man sonst so hier erlebt, ist es ja immer sehr viel, sehr laut, sehr bunt, sehr voll. Neue Eindrücke, ist es jetzt irgendwie total faszinierend, einfach mal Stille zu haben. Also man hat hier vor allem Stille und Beige. Ist echt wie so ein Abenteuerspielplatz und Sandkasten für Erwachsene hier, also natürlich auch für Kinder. Aber wir haben hier auch richtig Spaß, einfach diese Hügel hochzulaufen und immer wieder so einen Aha-Moment zu haben, wenn die Aussicht wieder voll krass und schön ist. Zum Sonnenuntergang sind wir jetzt nochmal auf diesen kleinen Hügel neben unserem Van gelaufen. Da drüben sind jetzt auch mal andere Leute. Das Gute ist aber, man weiß ja, dass Leute im Iran nirgendwo übernachten, wo sie es nicht kennen. Und wahrscheinlich ist gefährlich hier. Ja, genau. Das heißt, selbst wenn die da jetzt so ein bisschen Party machen und laut sind oder was auch immer, wissen wir, heute Nacht haben wir wahrscheinlich wieder unsere Ruhe. Toll, das wäre auch so richtig peinlich. Partnerlook, oh je, wie peinlich. Richtig peinlich. Naja, das ist ja nur ein Zufall. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Wir haben viel am Laptop gearbeitet, Videos geschnitten, ein bisschen entspannt. Ja, wir haben einfach auch so ein bisschen reflektiert, was die letzten Wochen alles so passiert ist. Das braucht ja auch immer so ein bisschen Zeit, um bei mir jedenfalls so einzusinken und nochmal irgendwie zu gucken, was wir alles so erlebt haben. Und jetzt, da wir unser Visum verlängert haben und ja gar keinen Stress mehr haben, also wir haben die letzten Wochen sehr genutzt, weil wir immer dachten, okay, wir haben nur 45 Tage im Land, wir müssen so viel sehen wie möglich und so viel machen wie möglich. Jetzt wissen wir aber, okay, Visum verlängert, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können das Ganze jetzt voll entschleunigen. Und jetzt gerade das Lustigste passiert, weil wir mitten in der Wüste sind, haben wir natürlich auch nicht wirklich Netz, aber man hört natürlich auch sofort, wenn was passiert. Und eben haben wir so ein paar Autogeräusche gehört und natürlich sofort aus dem Fenster geguckt, weil dann sind wir natürlich neugierig. Und dann sind erstmal Shen und Markus von Vergnügt Verfahren so ein bisschen Stück weiter weg, aber schon eigentlich an uns vorbeigefahren. Wir haben sie auf jeden Fall gesehen, sie uns anscheinend nicht. Deswegen parken sie jetzt da hinten. Müssen wir heute Abend bei einem Spaziergang vielleicht nochmal Hallo sagen. Oder weil die jetzt eine Woche in der Stadt waren, mussten auch noch ein paar Sachen reparieren, sind die wahrscheinlich ein bisschen gestresst und wollen vielleicht erstmal ihre Ruhe. Deswegen wissen wir nicht genau, ob sie uns nicht gesehen haben, weil eigentlich, also ich meine, hier sieht man alles, oder ob sie mit Absicht vorbeigefahren sind. Da hinten stehen sie auf jeden Fall. Also sie haben sich jetzt auch nicht versteckt hingestellt. Also glaube ich eher, dass sie uns einfach wirklich nicht gesehen haben. Stellen wir wahrscheinlich am Handy und Markus war halt auf die Straße geradeaus fokussiert. Fürs Lagerfeuer heute Abend habe ich jetzt hier schon mal so eine Kuhle gemacht. Und das Gestein hier ist voll interessant, weil da ist so Salz drin. Also wenn man ein bisschen gräbt, dann sind da überall so fette Salzbrocken immer in der Erde. Wir haben aus einem der Restaurants aus Isfahan noch Essen mitgenommen und da so eine Aluschale und Alufolie bekommen. Und darin machen wir jetzt heute unser Gemüse. Mal gucken, wie das wird. Ich habe ein bisschen Aubergine geschnitten, ohne Schale, weil die nicht mehr so gut war. Und Kartoffeln. Und sonst tun wir ja Kartoffeln auch einfach so ins Feuer und das schmeckt dann kann man die Schale halt nicht mitessen. Aber so kann man da hier noch ein bisschen mehr Varianz reinbringen und das dann auch mit Öl, Salz und Pfeffer ein bisschen würzen. Ja, und hier in der Wüste, da ist natürlich so gut wie kein Internet und manchmal hat man ein bisschen Langeweile. Und da ist uns aufgefallen, dass wenn man auf den App Store geht und es keine Internetverbindung gibt, dann gibt es da unten so ein Spiel, Hot Air Balloon. Und das haben wir jetzt die ganze Zeit gespielt. Oh Mist. Falls ihr das kennt, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was euer Highscore ist. Meiner war bisher noch nicht so gut. Hier in der Wüste können wir natürlich richtig gut Sterne gucken, weil es absolut dunkel ist, weil ja keine Stadt in der Nähe ist. Es ist auch noch gar nicht so spät, aber wir können schon die Milchstraße ganz klar sehen. Der Mars geht da hinten auf.
Und jetzt haben wir die Andromeda-Galaxie entdeckt und ich habe da sogar ein richtig gutes Bild von gemacht. Kann man halt auch mit bloßem Auge sehen. Und die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Und die kann man sogar hier auf dem Bildschirm, auf dem Foto sehen. Ich werde auch noch mal eins machen. Also wir liegen hier in unseren Liegestühlen und können so hoch gucken und ganz Zeit Sterne beobachten, Sternschnuppen. Richtig toll hier. Wir wollen jetzt auch noch mal ein bisschen weiter in die Wüste reinfahren und mal gucken, wie es da aussieht. Aber vorher fahren wir mal bei den anderen vorbei. Die stehen jetzt nämlich immer noch da und gucken mal, ob die uns nicht gesehen haben, ob die lieber alleine bleiben wollen und was die jetzt so machen. Okay, gucken wir mal, ne? Hallo! Okay, wir waren kurz mal bei den beiden und sie haben uns tatsächlich gesehen, sind mit Absicht vorbeigefahren, aber weil sie einfach mal einen Tag Ruhe brauchten. Die waren jetzt halt eine Woche in der Stadt, in der Werkstatt, haben sich noch mit anderen getroffen, waren jetzt ein bisschen krank. Ja, sind ein bisschen angeschlagen und das ist ja auch voll okay. Wären heute eh auch mal bei uns vorbeigekommen, Ja. Jetzt waren wir ein bisschen schneller und werden jetzt wahrscheinlich den Abend noch zusammen verbringen. Ja, wir haben noch Feuerholz, können wir noch mal Lagerfeuer machen, noch mal zusammen krasse Sterne angucken. Und die haben Gemüse. Oh ja, Das wir haben heißt, kein wir können Gemüse wieder mehr. Gemüse essen. Toll. Bis zum Lagerfeuer dauert es ja noch ein bisschen, deswegen dachte ich mir, ich fahre mal durch den heißesten Ort der Welt mit dem Fahrrad, weil wer ist hier schon mal mit dem Fahrrad lang gefahren? Ein Mountainberg wäre aber natürlich besser gewesen. Ich glaube, das war jetzt keine so gute Idee. Beziehungsweise das Fahrrad ist einfach ziemlich unpassend mit diesen sehr dünnen Reifen. Ich komme hier eigentlich kaum vorwärts. Eben war so ein bisschen ein harter Untergrund mit so Steinen. Aber hier ist es einfach nur so Sand. Und da sinke ich natürlich die ganze Zeit ein. Aber die Landschaft ist toll. Heute Abend gibt es wieder Lagerfeuer, diesmal mit den anderen. Und dafür bereiten wir jetzt schon alles vor. Unter anderem wieder Kartoffeln. Shannon hat schon Gemüse vorbereitet und Kräuterquark. Mariano hat schon Stockbrotteig gemacht. Also diesmal wird es wieder richtig gut. Bevor die Sonne komplett untergegangen ist, haben wir jetzt schon unser Lagerfeuer angemacht und aufgebaut. Unser Buffet hingestellt. Und zum Glück sind ja Shannon und Markus hier und haben ein bisschen Gemüse. Das heißt, die Varianz ist auch ein bisschen größer als gestern. Es gibt nicht nur Kartoffeln und Brot, sondern auch Salat und Feuergemüse. Feuergemüse? Ja, Ofengemüse stimmt ja nicht. Jetzt gibt es ja Kartoffeln aus dem Feuer mit Salat und Quark. Pass aber ja. Ja, auch. bis bald. Gute Reise. Chodafes. Khudafes. Ja. Nicht stecken bleiben.
Es war jetzt wieder richtig schön, mit den beiden Zeit zu verbringen. Die beiden sind jetzt schon ein bisschen flotter unterwegs und wollen die kommende Woche schon nach Pakistan. Also es ist ganz cool für uns dann auch zu wissen, was für Erfahrungen die so machen und worauf wir uns dann einstellen müssen, wenn wir dahin fahren. Und generell ist es wieder richtig schön, sich mit anderen Reisenden auszutauschen, weil mir hat es gestern total geholfen, weil wir so darüber gesprochen haben, wo wir noch so alles hin wollen. Und die wollen halt auch noch viel, viel weiter reisen als Indien und so. Und das hilft irgendwie mir voll, meinen Horizont auch nochmal zu erweitern, weil ich ja auch irgendwie mal auf die Karte geguckt habe und so gedacht habe, oh Gott, was machen wir denn nach Indien? Und deren Traum ist auf jeden Fall auch, so lange nach Osten zu reisen, bis sie aus dem Westen wiederkommen. Und ich muss sagen, das finde ich auch ganz cool. Also mal gucken, wo wir noch so landen und wie lange es weitergeht. Und das ist so cool, sich mit anderen Leuten auszutauschen und so also zu merken, dass man im Kopf sich manchmal so selbst limitiert. Und das ist gar nicht nötig, weil viel mehr möglich ist, als man vielleicht zuerst denkt. Und in der nächsten Episode, wir campen in einer Oase und landen wieder mitten im Dorf Tubel. Und irgendwie kommen so Pilgernde aus Kabbala zurück. Natürlich passiert das nicht ohne ständige Besuche der Polizei. Diesmal war es dort sehr gefährlich wegen Schmugglern. Die ganze Geschichte seht ihr dann im nächsten Video.